Wie stellen Sie das Sägeband ein, damit Ihre Säge perfekt sägt? Lasst es uns angehen für eine Minute mit Honza. Hallo, ich bin Honza von IGM und ich bin hier mit einer Reihe von Videos zum Einstellen eines Bandsägebandes. Das richtige Einstellen der Bandsäge kann für einige ein bisschen schwierig sein und viele stellen das Sägeband falsch ein. Das Ergebnis ist ein Schnitt von schlechter Qualität. Die Ursache wird dann fälschlicherweise einem Defekt der Säge oder einem schlechten Sägeband zugeschrieben. Also, wie macht man es richtig? Lasst es uns angehen. Achten Sie beim Wechseln oder Anlegen eines neuen Sägebandes auf Ihre Sicherheit und tragen Sie immer Handschuhe und eine Schutzbrille. Wir haben nur eine Gesundheit. Öffnen Sie die Sägetür, entfernen Sie die Tischdurchführung, den unteren Riemenführungseinsatz, die Spannschraube oder den gusseisernen Tischstift. Bei manchen Sägen müssen Sie noch das Profil des Längslineals entfernen. Vor dem Anlegen eines neuen Bandes sollten Sie die Führungen immer so weit wie möglich öffnen. Entfalten Sie das Sägeband vorsichtig und prüfen Sie, ob die Zähne nach unten zeigen. Wenn sie nach oben zeigen, drehen Sie einfach das Band. Ziehen Sie das Band durch den Querschnitt im Tisch und legen Sie ihn vorsichtig auf die Laufrollen. Halten Sie mit einer Hand das Sägeband am oberen Rad fest und ziehen Sie mit der anderen Hand langsam den Hebel des oberen Rads an, damit das Sägeband fest auf den Rädern sitzt. Achten Sie darauf, dass das Sägeband beim Spannen nicht vom oberen oder unteren Rad rutscht. Das obere Rad wird immer entsprechend der Breite des verwendeten Sägebandes gespannt. Je breiter das Band, desto größer die Spannung. Neue Sägen sind in der Regel mit einem Spannungsdiagramm ausgestattet, das Ihnen die ideale Spannkraft für unterschiedliche Bandbreiten anzeigt. Wenn Ihre Säge dieses Diagramm nicht hat, können Sie die richtige Spannung finden, indem Sie das Band von innen in Richtung Pfosten drücken. Das Sägeband sollte sich nicht so stark biegen, dass es den Pfosten berührt, aber das Durchbiegen sollte bei mäßigem Fingerdruck etwa 5 mm betragen. Wenn Sie die Sägebandspannung eingestellt haben, ist der nächste Schritt die richtige Position des Sägebandes auf den Laufrollen. Dies ist das A und O des gesamten Setups und hier werden die meisten Fehler gemacht. Überprüfen Sie die aktuelle Position des Sägebandes auf der oberen Laufrolle durch die Seitenansicht. Die Position des oberen Spannrades stellen Sie mit der Schraube auf der Rückseite der Säge ein. Beim Anziehen der Schraube neigt sich die Radoberkante nach rechts, beim Lösen nach links. Die richtige Position des Sägebandes auf dem oberen Rad ist so, dass der Absatz des Riemenausschnitts, dieser Teil ist dargestellt, genau auf der Achse der Mitte des oberen Rads liegt. Achtung, nicht Riemenmitte zur Radmitte, sondern Zahnfuß zur Radmitte. Dies ist sehr wichtig, da sonst die Verteilung der Sägezähne von innen zur Riemenmitte hin allmählich knittert und der Riemen unterschnitten wird. Bei größeren Bandbreiten kann sogar ein neues Sägeband unterschneiden, wo die Zahnverteilung noch in Ordnung ist. Der Grund ist, dass die Zähne nicht ausreichend auf der Rundung des Rads aufliegen, sondern ohne seitlichen Halt frei sind. Das wäre alles zum Einstellen und Spannen des Sägebandes und das nächste Mal werden wir darüber sprechen, wie man die Führungen einstellt und wie man den Parallelanschlag der Bandsäge für einen perfekten geraden Schnitt einstellt. Und damit du keine Videos mehr verpasst, klicke hier, um zu abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal für eine Minute.